Ich möchte ganz gerne erstmal mit einer Zuschauerfrage einleiten. Also ich habe im Vorfeld meine Zuschauer gefragt, hey, habt ihr Fragen an The New Roses? Und dann kam von der Katja eine wunderschöne Frage. Ich lese die jetzt mal wörtlich vor. The New Roses, wer sind denn die heißen Dudes? Und wie alt sind die eigentlich? Also das bewegt sich alles zwischen Mitte 20 bis Ende 30 bei uns. Wer wie alt ist, das könnt ihr ja mal selber schätzen. Und wir sind eine Rheingauer Band, da wo die Lorelei quasi den Kapitän, den Schiffsfahrern ins Ohr säuselt. Und da haben wir angefangen und haben uns wie so eine kleine Spirale immer weiter jetzt nach außen gespielt. Ja, was ich beeindruckend finde, ist, also ihr seid bei mir relativ neu auf dem Radar. Ich habe euch jetzt ungefähr seit einem halben Jahr, nehme ich euch wirklich bewusst wahr. Und seitdem habe ich aber auch das Gefühl, geht es bei euch gerade richtig krass ab. Ist das so? Also wir machen zumindest keine Rückschritte, ja. Wir arbeiten uns, wie gesagt, irgendwie so spiralenförmig weiter, jeden Tag einen Schritt weiter und freuen uns natürlich, dass wir dieses Jahr schon ein paar coole Sachen wie Rock Hearts oder in Bordeaux waren und in Paris durften wir schon besuchen, haben mit Accept getourt, haben jetzt mit den Dead Daisies getourt. Also es macht auf jeden Fall eine Menge Spaß, die ganze Zeit unterwegs zu sein, das ist cool. Kannst du mir mal beschreiben, wie ist das in Paris zu spielen? Weil ich kann mir das nämlich gar nicht vorstellen. Ja, das war eine besondere Sache, weil wir quasi zur Zeit des Anschlags auf den Bataclan Club hätten im Bataclan spielen sollen, eine Woche später. Und dann wurde das Konzert natürlich abgesagt und wurde dann vorverlegt. Also wir waren dann quasi nur Tage nach dem Anschlag in Paris und haben dort gespielt. Und wir waren natürlich sehr nervös und unsicher, was uns da erwartet, wie die Leute auf uns reagieren, wie wir uns benehmen sollen. Aber es war einer der schönsten Abende, die ich bis jetzt auf der Bühne erlebt habe, weil die Leute waren wie... Ja, die haben sich da freigeschrien, freigerockt halt. Also es war toll anzusehen, was da Musik für eine Rolle spielen kann in so einem Heilungsprozess. Also sehr beeindruckend. Meinst du, das wäre in Deutschland ähnlich? Oder? Weil ich habe immer so das Gefühl, die deutsche Musikszene ist so ein bisschen... Ich sage jetzt mal so, ich könnte jetzt hier Spaß haben, aber ich bleibe halt mal stehen. Ja, ich hoffe nicht, dass wir irgendwann rausfinden, wie sich das deutsche Publikum verhält nach sowas. Aber... ich denke, es ist eine Frage, wie man halt, ob man eine Verbindung aufbauen kann. Also ich kann jetzt nicht sagen, die Schweizer sind so, die Franzosen sind so. Da würde ich jetzt keine Prognose abgeben oder so. Was ist denn eigentlich dein Ansporn, Musik zu machen? Naja, man will sein eigener Herr sein, man will frei sein, man will die Welt sehen, man will sich selbst kennenlernen und die Welt halt. Und man hört jeden Tag gute Musik und will irgendwie ein Teil davon sein. Also was macht man dann? Ja, dann fängt man eine Band an und hofft, dass man so weit kommt, wie man halt kommen kann, dass man jeden Tag irgendwo eine gute Show hat. Also wenn ich das nicht fragen darf, ist okay, dann schneide ich das raus. Du hast gerade gesagt, dein eigener Herr sein, das ist sehr wichtig beim Musikmachen. Seid ihr dann tatsächlich auch professionell, also vollberuflich Musiker oder habt ihr noch nebenbei einen anderen Job? Ja, also größtenteils, ich habe noch nie was anderes gemacht. Ich hatte noch nie einen normalen Job oder sowas. Ich habe mit 21 meine Ausbildung abgeschlossen und dann gesagt, ich werde aber niemals keinen einzigen Tag in diesem Job arbeiten, den ich gelernt habe. Und bin dann halt einfach los und habe in Bars und in kleinen Scheißläden gespielt und auch mit Urban schon von Anfang an zusammen mit dem Drummer. In Pubs, in Dings für Klimpergeld, also für Hutgeld, haben wir dann angefangen. Und umso dankbarer sind wir jetzt, dass wir heute hier stehen, Festival und Backstage-Bereich und so. Das war früher nicht selbstverständlich. Wir haben im Auto geschlafen und uns im Auto umgezogen. Und also wenn wir heute mal irgendwo einen Kühlschrank hinter der Bühne sehen und da ist auch noch was drin und das ist noch haltbar, dann ist alles schon gut. Geil. Wahnsinn. Was war denn dann so für dich dein geilstes Erlebnis in der Zeit, wenn du so mal zurückblickst? Oh, wir haben so viele geile Sachen erlebt. Ich meine, in der Zeit haben wir viel gelacht, um nicht zu weinen. Ja, das war schon eine harte Zeit, man hat halt kein Geld, dann verreckte einem die Karre und dann hat man nicht mehr eigentlich wirklich Kohle, um das Auto zu reparieren. Wir waren mit Molly Hatchet auf Tour mal, da ist uns der Anhänger hat uns überholt bei Glatteis und hat uns die Scheiben ausgeschlagen im Auto. Und dann sind wir bei minus 5 Grad noch 2 Tage ohne Scheiben rumgefahren. Da gibt es dann auch irgendwo Videos, wo wir alle so mit Schal umgebunden vorne, weil es so rein... Also wir haben...
Das hat uns immer zusammengeschweißt, ja. Und wie gesagt, jeder Tag, wo Rock'n'Roll irgendwie da ist, wo die Musik gut ist, wo die Sonne scheint, wo irgendwie der Sound stimmt oder so, da sind wir einfach gut drauf. Wie kam es dann, ich sag jetzt mal, zu dem Erfolg, zum Durchbruch bei euch? Wann hat das so angefangen, dass du bewusst sagst, jetzt läuft's? Also wir haben nie jetzt an irgendeinem Wettbewerb oder Castingshow oder irgendwas mitgemacht, wo man sagen kann, das war der Wendepunkt. Ja. Wir haben unser erstes Album in Eigenregie gemacht, Without a Trace. Da war der Song Without a Trace drauf. Der wurde dann irgendwann für die US-Serie dann Sons of Anarchy mal auf dem Soundtrack ausgesucht. Und das hat uns so einen Boost gegeben. Ja. Das war aber nicht, dass es jetzt dann ab da irgendwie alles super war, sondern das war so ein Baustein und dann darfst du da mal spielen, dann darfst du mal auf dem Event spielen und dann dadurch, dass du da gespielt hast, darfst du auf einem anderen größeren Event spielen und das ist, wie ich meine, so diese Spirale, die dann Stück für Stück das Ding jetzt ins Rollen bringt, wie so ein Schneeball hoffentlich, der noch lange rollt. Ich drück euch die Daumen. Ja, also, aber man kann das nicht bei uns jetzt festlegen. Aber also jetzt mal ohne schleimen zu wollen, ich finde, ihr habt es auch verdient in dem Moment. Also erstmal, ich wusste das nicht, dass das so krass bei euch am Anfang war und das macht echt schon Hut ab, das ist richtig heftig. Und ihr seid erstmal gut und was ich bei euch bewundere ist, ihr geht gegen diesen, also zumindest ich habe gefühlt den Trend, es muss immer härter werden und ihr geht dagegen. Ihr macht klassischen Hardrock von meiner Meinung nach sehr stark, ihr seid. Ich glaube, ein positiver Aspekt in meinem Musikerleben ist, dass ich gar nicht so weiß, was ein Trend ist. Ich habe mich da nie so damit auseinandergesetzt. Ich gucke nicht, was in Charts ist oder ich höre eigentlich auch kein Radio oder ich gucke auch nicht, was so abgeht. Wir wollten immer Rock'n'Roll spielen und wir haben auch nie damit gerechnet, dass wir mal auf dem Summer Breeze oder auf einem Rockharz spielen oder so. Oder bei uns in der Gegend gibt es noch so ein Festival, Metaller-Grillen. Ja, und als wir das erste Mal auf dem Metal-Festival waren oder mit Accept auf Tour gegangen sind, haben wir da echt, meinst du, das geht überhaupt? Ja. Aber die Leute finden es cool und wir finden es cool für das Metal-Publikum zu spielen, weil das ein besonderer Haufen Leute ist. Und wir fühlen uns echt halt geehrt, dass wir da in diese Szene halt auch so völlig problemlos akzeptiert sind. Das macht uns einen riesen Spaß. Was ist denn das dann für dich so ein Gefühl, wenn du jetzt, ich nehme jetzt mal Rockharz, weil heute habt ihr noch nicht gespielt, aber wenn du auf dem Rockharz auf der Bühne stehst und da diese Masse einfach abgegangen ist? Ja, wie gesagt, also ich habe immer noch so diesen kurzen Moment von Unsicherheit, bevor wir dann vom Metal-Publikum rausgehen, weil du immer denkst nicht, dass sie denken, wir wären jetzt ein Haufen Pussys irgendwie, die jetzt hier Schlafmusik spielen, ja. Aber es ist bisher noch nicht passiert. Und in dem Moment, wo du merkst, die Leute sind gut drauf und die Metaler, die grölen ja immer noch mal ein bisschen intensiver und haben so eine extrovertiertere Art und das genießen wir dann halt. Das ist geil. Also und gerade beim Rockharz war es jetzt dieses Jahr, das Wetter hat gestimmt, irgendwie der ganze Tag ist irgendwie gut angelaufen und abends noch, also wir haben den ganzen Tag dann Bands geschaut und so Saxon abends noch, also das war ein guter Tag. Ich bin jetzt echt gespannt auf eure Show später, weil letztes Jahr hatte ich mich mit Blutengel unterhalten, die haben hier auch im Summer Breeze gespielt und die hatten das erste Mal tatsächlich dann Crowdsurfer beim Gig dabei und die waren dann einfach so geflasht. Das ist bei uns auch so passiert, also das hat mir bisher noch nicht. Wir sind jetzt noch ganz frisch dabei und sind quasi auch eigentlich immer mehr so im Tagesprogramm bisher gewesen. Das ist das erste Festival jetzt, wo wir wirklich spät abends spielen und da könnte es natürlich hoffentlich zur Ekstase kommen. Ja. Also wenn ich meine Kamera nicht dabei haben sollte, oder wenn ich sie irgendwo abgeben kann, dann surfe ich mal eine Runde vor. Ja, das würde mich sehr freuen. Cool. Sehr geil. Was ich jetzt gelesen habe im Vorfeld, ihr habt letztes Jahr ca. 80 Gigs im Jahr gespielt. Ja. Ich meine, jetzt mit deiner Vorgeschichte kann ich mir ein bisschen vorstellen, aber wie gehst du damit um, so viel unterwegs zu sein? Ich kenne das gar nicht anders. Also wir haben das schon immer so gemacht. Ein Tag, wo du nicht gespielt hast, war ein Tag, wo du kein Geld verdient hast. So bin ich damit aufgewachsen und deswegen haben wir immer alles gespielt, also jeden Gig. Und wir haben auch eine Zeit lang sehr unterschiedliche Gigs hintereinander gespielt, also auf großen Events, großen Festivals, Hamburg, Harley Days oder sonst sind wir am nächsten Tag in, was weiß ich, Heriberts Eck irgendwo in Finkenwerder in einer scheiß Kneipe gespielt oder so. Deswegen, wir kennen das nicht anders, unterwegs zu sein. Und wenn wir zu Hause sind, also ich kann jetzt nur von mir selber reden, so nach 3-4 Tagen juckt es mich auch schon wieder im Arsch. Dann will ich auch wieder los, ja. Macht ihr dann euer Management eigentlich selber, so das ganze Gig buchen, oder läuft das übers Label? Wir haben jetzt seit, glaube so 1,5-2 Jahren haben wir ein vernünftiges neues Management, wo wir uns sehr wohlfühlen. Die haben uns auch mit Napalm dann zusammengebracht und es ist, sagen wir mal, eine sehr
übergreifende Zusammenarbeit. So. Alle tun, was sie können, aber es gibt so kein, wie nennt man das, so ein Gerangel um Autoritäten oder sowas. Ja. Kannst du mir mal so einen typischen Ablauf, wie läuft so ein heute ein Gig auf dem Summer Breeze an? Also ihr seid jetzt gerade angekommen, wenn ich es richtig weiß, wie geht's jetzt weiter? Ja, erstmal sind wir froh, dass wir es gerade noch rechtzeitig hier zu dem netten Interview geschafft haben. Danach ist noch ein Interview, dann werden wir wahrscheinlich irgendwie was essen. Und dann ist auch, glaube ich, irgendwie um 7 oder so Soundcheck. Das ist bei so Festivals immer ein bisschen turbulent, weil 3 Bands gleichzeitig sich schon ready machen hinter der Bühne. Und da ist es immer eine Herausforderung für unseren Tonmann und für uns, dass wir halt echt auf den Punkt dann funktionieren. Und dann ist Wiederwarten angesagt. Da mache ich meistens ein bisschen Sport oder sowas und singe mich warm schon ordentlich. Und dann ist, glaube ich, heute Nacht irgendwann um 11, halb 12 oder so ist Showtime. Und dann lassen wir alles raus. So die ganze Aufregung, die sich angestaut hat, die wird dann in einer halben Stunde, wir spielen glaube ich heute nur eine halbe Stunde oder so, das explodiert dann quasi, ne? Und dann gucken wir uns noch ein paar Bands an und dann, ja, gucken wir, morgen sind wir den Tag auch noch, bleiben wir extra hier, weil wir Slayer schon ewig nicht gesehen haben. Cool. Ist ja bestimmt schon 10 Jahre her, dass ich das letzte Mal gesehen habe. Bist du ein Slayer-Fan? Also ich bin kein Slayer, sagen wir mal, Jünger oder so, ja. Aber so ähnlich wie bei mir mit Motorhead oder Iron Maiden, so immer wenn die in deiner Nähe spielen, dann fühlt man sich irgendwie verpflichtet, auch hinzugehen. Ne? Geil. Ja, verstehe ich aber. Ja. Verstehe ich voll und ganz. Ganz schnell, Whisky oder Bier? Bier. Bier. Export oder Pils? Pilz. Hose an oder Hose aus? Hose aus. Hose aus? Hose aus. Warum soll man eure Musik hören? Warum man unsere Musik hören muss? Ja, die ist okay. Das ist eine schöne Antwort. Das ist wirklich eine sehr schöne Antwort. Die ist ehrlich gemeint. Ich habe am Ende, ich habe jetzt noch eine Frage, die stelle ich jeder Band. Ich weiß, ich frage ja sehr viel und ich frage auch viel, dass bei anderen Interviews einfach gefragt wird. Du willst immer kreativ sein, bla. Was mich jetzt mal interessieren würde, ist, gibt es eine Frage, die du gerne mal beantworten würdest? Wo du gesagt hast, hey, die hätte ich echt gerne mal gestellt bekommen. Wow. Gute Frage, für die ich wahrscheinlich ein bisschen Zeit brauchen würde. Ich finde es immer spannend. Also welche Frage ich zum Beispiel nicht mehr bräuchte, ist, ob unser Name irgendwas mit Guns N' Roses zu tun hat. Und trotzdem denken die Leute immer, sie stellen die Frage zum ersten Mal. Also ich freue mich über Fragen, die ein bisschen ausgefuchst sind. Ja? Auch gerne persönliche Fragen, ich habe da kein Problem mit. Also mich kann man alles fragen. Was hast du so Hobbys außer Musik? Was ich für Hobbys habe, ich bin viel unterwegs draußen einfach. Also ich versuche einfach viel Zeit in der frischen Luft zu verbringen, egal was es ist. Zum Dreh, damals für unserem Video Devil's Toys, da hatte ich Kontakt zu dieser Wakeboarding-Szene. Und das hat mich sehr interessiert, habe ich dann auch eine Zeit lang sehr, sehr intensiv betrieben. Also ich bin halt einfach sehr gern draußen, weil das, was wir machen, da kriegt man nicht viel Tageslicht. Ja. Und nicht viel frische Luft. Also ich versuche einfach viel draußen zu sein und beschäftige mich mit Büchern oder sowas, damit ich wieder was habe zum Texte schreiben. Das ist ja cool. Was liest du denn so? Alles Mögliche. Von Charles Bukowski bis Schiller ist mir alles scheißegal. Alles, was irgendwie einen Unterhaltungswert hat oder einen Nährwert, sage ich mal, lese ich mir durch. Auch so Game of Thrones sowas oder ist eher dann nicht mehr? Da komme ich leider nur zu, das im Fernsehen zu sehen. Ja, aber das habe ich mir auch angeschaut. Also das ist ja auch nicht witzlos. Geil. Ja. Dann vielen Dank, das war super. Danke fürs Interview. Wir sehen uns vor der Bühne. Wir sehen uns vor der Bühne. Ich gucke, dass die Kamera weglegt, dann komme ich Crowdsurfen. Yeah, I feel your anger, but it's true, I feel the same. So much you remember, but I go to different games.